for English subtitle, push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute, oft sage ich ja mein wunderschönes Intro-Tierchen, heute sage ich's auch, ne? Mein wunderschönes Intro-Tierchen, eine Sandboa oder große Sandboa, Eryx tartaricus heißen die. Mein Rumgeeier jetzt gerade eben ist vielleicht darauf hinzuführen, dass ich an sich nicht so der wahnsinnige Sandboa-Fan bin, aber vielleicht weniger wegen dem Tier an sich, sondern wegen der Lebensweise, ne? Also die Sandboas sind halt wirklich die meiste Zeit im Streu vergraben. Man sieht nicht allzu viel von denen oder sieht vielleicht mal einen Kopfhäng rausgucken. Deswegen bin ich persönlich vielleicht nicht so der Wahnsinns-Fan davon. Wobei ich weiß, als ich mit der Terraristik angefangen habe, habe ich auch viel oder relativ viel über die gelesen und dachte, ach, das wäre vielleicht auch was, weil von der Größe her, ne, die bleiben deutlich unter einem Meter. Von der Größe ist ja wirklich ein praktisches Terrarientier. Oder ich dachte am Anfang, wo ich ja mit Königspythons angefangen, dachte ich, na, vielleicht kann ich noch so eine Sandboa mit unten reinmachen, was man aber nicht machen kann. Also mischen würde ich euch nicht empfehlen. Wenn, dann müsst ihr die einzeln halten. Also eigentlich schon ein interessantes, spannendes Terrarientier, sehen auch hübsch aus, hübsche Zeichnung. Ja, deswegen heute mein Intro-Tierchen für euch. In der Terraristik ist es schon jeher Brauch und Sitte, dass man sich als Terrarianer besucht, ne? Also wo ich angefangen habe mit der Terraristik vor über 30 Jahren, ich bin überall spazieren gefahren und habe den und jenen besucht. Oder man hat natürlich vorher telefoniert und so gesagt, ach, dürfte ich mal vorbeikommen, mal gucken. Und ja klar, komm vorbei und so. Das war wirklich auch eine tolle, schöne Zeit, unheimlich interessant. Man hatte ja auch kein Internet, wo man alles so sich im Internet anschauen konnte, sondern wenn man mal, ich erinnere mich noch an, ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, hier in der Nähe oder einigermaßen in der Nähe, so 1,5 Stunden hier, da war ein älterer Herr, ein Rentner, der hatte Regenbogenboa, Boa Constrictor occidentalis, der hatte Anacondas. Das war ein Traum, ne? Da bin ich natürlich hingefahren und Steiger hieß er, by the way, und habe den Herrn Steiger gefragt, oh, darf ich mal vorbeikommen, gucken und so, und hat man sich das angeschaut. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese alte Terrarianer-Tradition möchte ich wieder ein bisschen mehr aufleben lassen, möchte zu euch kommen und natürlich filmen, was ihr habt, ne? Also klar, das ist in dem Fall wegen der Hintergrund oder selbst wenn es schön ist, bei euch im Wohnzimmer zu sitzen, wenn ihr ein schönes Tier habt. Spannend ist natürlich, wenn ich hier mit meiner riesigen Kameraausrüstung auch ein bisschen was filmen kann, dass wir Reptil-TV-Folgen davon machen können. Also diese Folge heute ist einfach ein Aufruf, wer von euch hat was Spannendes, wer ist hier einigermaßen in der Nähe, so wenn möglich halt nicht weiter wie 100-200 Kilometer Umkreis hier von Villingen-Schwenningen, dann würde ich gern vorbeikommen und ein bisschen schauen bei euch. Um euch da ein bisschen drauf einzustimmen, habe ich mal ein paar alte Beispiele rausgesucht. Vor einigen oder vor relativ vielen Jahren schon waren wir beim Tobi, haben die Indigo-Nattern dort gefilmt. Die Folge hat mittlerweile über 80.000 Zugriffe, also muss dann doch relativ spannend gewesen sein beim Tobi und wirklich schöne Tiere zu sehen. Oder vor einiger Zeit war ich beim Andi zu Hause. Dort haben wir seine Theo-Haltung mit dem riesigen Theo-Terrarium haben wir angeschaut und gefilmt. Fand ich auch super spannend, hat auch tolle Zugriffszahlen, dieser Film. Ich glaube, das hat euch auch recht gut gefallen, diese ja, Echsenhaltung XXL sozusagen sich mal anzuschauen. Genau, apropos Haltung XXL, wir waren beim Jörg Müller jetzt schon mehrmals. Angefangen hat es mit seinen Schildkröten, genau, da haben wir, glaube ich, war der Titel sogar Schildkrötenhaltung XXL oder so. Der hat hier auf der Schwäbischen Alb eine riesige Freilandhaltung von Landschildkröten, oder zumindest im Sommer und in der warmen Jahreszeit eine Freilandhaltung von Schildkröten, beziehungsweise der Jörg ist jetzt
auch ein bisschen auf die Dornschwanzagamen oder eingestiegen. Da haben wir auch toll gefilmt von den ganzen Uromastix-Arten, die er dort züchtet und hält. Gab auch wirklich eine tolle Folge bei ihm oder mehrere Folgen sogar. Und dann der Klassiker, rund 10 Jahre schon her, aber dafür auch über 200.000 Aufrufe, war beim Stefan King, bei meinem Namensvetter, der da die Chondros hält und züchtet oder gehalten hat und gezüchtet hat. Er hat seine Zucht völlig eingeschränkt, beziehungsweise hat, glaube ich, so gut wie gar nichts mehr. Ich kriege jetzt als immer noch E-Mails von wegen, ich soll doch mal den Kontakt zum Stefan King herstellen, weil die Leute irgendwelche tollen Chondros kaufen wollen. Also er hat und züchtet keine mehr, braucht er mich leider deswegen nicht anschreiben. Da kann ich euch, was das betrifft, auch nicht weiterhelfen. Aber die Folge war toll bei ihm. Wir haben gesehen, wie man Chondros wirklich perfekt halten und züchten kann. War bestimmt auch ein Highlight von den Home Stories. Und so wie es eben die alle gibt und gab, könnte ich mir vorstellen, dass es bei euch auch echt spannende Sachen zum Filmen gibt. Egal, Echsen, Schlangen, Schildkröten, Krokodile, alles, was unter die Rubrik Terrarientiere fällt, Vogelspinnen vielleicht sogar mal wieder. Gerade auch so eine Freilandhaltung vielleicht nochmal ähnlich wie beim Jörg ist bestimmt auch interessant. Also wenn wir hier im Studio sind oder ich hier mit meinen Terrarien, ist natürlich nochmal was ganz anderes, wie wenn man das draußen im Freien hat. Ne? Das ist bestimmt auch spannend. Vielleicht habt ihr ja sowas. Wenn ihr da was Spannendes habt, schreibt mir bitte eine E-Mail an die info@reptil.tv. Sagt du, Stefan, das und das habe ich, vielleicht 1, 2, 3 Fotos von euren Terrarien mit dazu und wer weiß, dann komme ich vielleicht schon bald bei euch vorbei oder mache mit euch was aus. Wie gesagt, ich bin hier ganz im Süden, Villingen-Schwenningen. Ich kann leider nicht nach Hamburg oder nach was weiß ich wo, Göttingen oder im tiefsten Osten nach Leipzig oder irgendwo hinfahren, nur um einen Film zu machen. Das können wir budgetmäßig leider nicht stemmen. Also von dem her wäre es toll und wichtig, dass ihr hier irgendwo vielleicht so im 200 Kilometer Radius seid. Dann wäre das eine tolle Sache. Dann meldet euch bitte bei mir. Und wie gesagt, gespannt, vielleicht bin ich schon bald bei euch. Ansonsten gerne bei den Kommentaren unten schreiben, ob ihr Lust drauf habt, vielleicht in welche Richtung ihr Lust habt oder ob ihr vielleicht kennt ihr auch jemand und sagt, ach, guck doch mal bei dem und dem, postet es gerne rein, wobei, was heißt bei dem und dem, also aufpassen mit Datenschutz und irgendwelche Sachen verraten, vorsichtig. Ansonsten gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr Lust drauf habt, wenn es euch gefällt. Kanal abonnieren, dann seht ihr auch, wo ich überall hingehen werde. Und ja, bleibt mir treu und checkt die Home Stories, die in Zukunft kommen werden.